Let's go, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns selbstverständlich den Crypto-Space an. Wir sehen uns heute Bitcoin an. Wir sehen uns aber auch an, was gerade in der Bundesregierung los ist. Denn hier wächst der Unmut über die Entscheidung des Kanzlers. Die Landesfraktion Rheinland-Pfalz hat einen Brief geschrieben. Also hier wackelt wirklich der Stuhl des Kanzlers. Und ich kann es nur noch einmal so sagen, ich glaube, dass wir tatsächlich Neuwahlen bekommen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Ganz, ganz spannend nochmal, weil ja viele da draußen von ihren Prognosen, von ihren Vorhersehungen sich ja drehen wie eine Fahne im Wind. Aber hier bleiben wir gleich. Wir sehen uns nochmal wirklich ganz, ganz spannend hier natürlich den Fear and Greed Index an. Und was für mich einfach super wichtig ist, um die ganze Sache hier einzuordnen, sind die historischen Renditen. Also, liebe Freunde, noch ein paar Wochen, noch ein paar Monate durchhalten, dann geht das hier auch wieder in eine andere Richtung. Das Jahr 2026, das haken wir mal so langsam ab, ist das Jahr nach dem Bitcoin-Top, also absolut tiefster Bärenmarkt. Und danach, liebe Freunde, wird es wieder spannend. Natürlich Fettzinsentscheidung, Liquidierung, verspreche ich euch, super, super spannend. Ihr lasst mir einen Kommentar, ein Like da, natürlich die Bitcoin-T-Shirt-Verlosung nicht vergessen. Ich halte euch die nochmal in die Kamera. So sieht das Logo vom Bitcoin-T-Shirt aus. Hier habe ich nochmal ein ausgepacktes, selbstgetragenes XRP-T-Shirt. Genau. Und ich hau noch ein paar OKX-Socken beim nächsten Mal mit rein. Ihr lasst mir einen Kommentar, ein Like da, wie gewohnt, nach dem Intro. Peace. Bitcoin hat erstmal ordentlich nachgegeben, minus 2000 US-Dollar. Das hat natürlich auch mit dem Chipmarkt zu tun, der hier ordentlich unter die Räder gekommen ist. Also Bitcoin Krypto tradet zwar 24/7, was aber nicht heißt, dass die Kurse sich nicht trotzdem am traditionellen Finanzmarkt halten oder zumindest damit reagieren. Also das erstmal so am Rande, aber Bitcoin ist jetzt ein bisschen gefallen, 2000 US-Dollar. Was ist das schon? So what? Es geht natürlich auch wieder weiter. Wir sehen ja auch eine leichte Erholung, was wir uns natürlich gleich nochmal auf der Liquidation Heatmap ansehen. Aktuell reingekommen vor wenigen Minuten, der Clarity Act wird erstmal vom Senat nicht weiter beachtet. Hier stehen erstmal im Fokus weitere Sanktionen gegen Russland, natürlich die Konflikte auch mit dem Iran, die Abstimmung über dieses Kryptogesetz, was wir so dringend erwarten und auch brauchen, wird für diese Woche unwahrscheinlich und wird sich dann höchstwahrscheinlich, und das ist dann wirklich, also wenn es bis dahin nicht kommt, kann sich's ja ewig ziehen gefühlt, bis zur Sommerpause, die am 8. August startet, ziehen. Also diese Woche höchst unwahrscheinlich, nächste Woche dann, ja, sollte es kommen. Also es wird hier super spannend. 2,2 Billionen US-Dollar der Crypto-Space schwer, minus 2%, das 24-stündige Handelsvolumen 67 Milliarden US-Dollar. Natürlich auch geht es einher mit den Liquidierungen, die wir jetzt gesehen haben, die gleich auch nochmal super, super spannend werden. Gehen wir gleich drauf ein. Wir gehen auf die Fettzinsentscheidung und auch da gibt es wieder Neuerungen. Es wird zwar mit oder davon ausgegangen, dass mit knapp 68, 65%, wie auch immer, die Zinsen nicht angetastet werden. Davon wird ausgegangen hier das CME Watch Tool, aber auch diese Zahl sinkt und ebenso wird die Prognose etwas stärker, dass es eventuell doch zu einer Zinserhöhung kommen könnte, 36%, teilweise 38%, da eben auch die Inflation wieder etwas angestiegen ist. Ich vermute mal eher, dass sie gleich bleiben werden. Mehr wissen wir dann eben morgen 20 Uhr unserer Zeit, der FED-Zinsentscheid, und danach geht es eben in die Pressekonferenz, die nochmal für mich gefühlt eben wichtiger ist. Was sagt Kevin Warsh nochmal? Wie tritt er vor die Presse? Das Quartal, oder besser gesagt, wir sehen uns die Quartale nochmal an, und das ist immer das, was ich euch seit Wochen, seit Monaten sage. Bleibt da entspannt, bleibt absolut bei euch, verkauft nicht in Panik, kauft aber auch nicht in Gier. Das wirklich Beste ist, du kaufst entweder jeden Montag, Dienstag, wie auch immer, oder einmal im Monat, Anfang des Monats, so wie ich es mache, wenn frisch Geld da ist.
aber bleibt da absolut entspannt. Es wird wieder so viele Leute geben, die in den Kryptospace reinkommen, wenn Bitcoin bei 80, 90, vielleicht auch erst 100.000 steht und sich dann wieder die Finger verbrennen, den Rücken zukehren und genau in dieser Marktphase sich nicht weiter bilden, sich nicht weiter informieren. Und das ist halt super schlecht. Seht euch einfach mal die letzten Bullrun beziehungsweise danach Bärenmärkte an, ob das 2017, 18 der Fall ist, 2021 hier mit 103% im Plus oder dann, als wir das Top gesehen haben, hier im November, beziehungsweise ja doch Oktober, November mit 25% im Plus, das dritte Quartal, das vierte Quartal mit 5% im Plus und danach 22, das absolute Bärenmarktjahr, komplett durchgängig Korrektur jedes Quartal, auch wenn sicherlich 22 auch mal ein grüner Monat dabei war. Aber genauso sieht es jetzt aus. Wir haben eben 25 das Top gesehen. Wir sind jetzt 26 im Bärenmarkt komplett angekommen. Auch das dritte Quartal lässt Federn, 8% im Plus, aber ich bin guter Dinge, dass es grün werden wird. Was ich damit sagen möchte, wartet noch das Jahr 2027 ab. Und da wird es im Q3, Q4 wieder ordentlich nach oben gehen. Also auf dem Weg dahin sicherlich auch schon Q1, Q2. Es geht ja nicht auf einmal bumm nach oben. Das wird Stück für Stück gehen und dann werden die Leute eben wieder in die Röhre schauen. Deshalb, was ich damit sagen will, dabei bleiben, durchhalten. Marathon, dieses ganze Geschwafel und da gibt es halt eben so viele da draußen, die ihre Meinung ändern. Niemand weiß es, ob wir nochmal ein tieferes Tief beim Bitcoin sehen, ob wir nochmal in die Region 50, 40.000 gehen. Mit fortschreitender Zeit wird das halt eben auch immer unwahrscheinlicher, aber nicht unmöglich. Deshalb zurücklehnen, entspannen, auch wenn ihr mich hier hinten nicht mehr hört. Und ja, strategisch investieren, antizyklisch handeln, ist hier immer noch die Devise. Der 27. Juli, also gestern 11 Millionen US-Dollar Outflows bei den Bitcoin-ETFs, ETH 9 Millionen Inflows, Solana mickrige 1 Million, die da reingeflossen sind und XRP 592.000 US-Dollar. 592 Millionen wären natürlich schöner, aber sei es drum, so sieht es gerade aus. Wir sehen uns die Liquidation Heatmap an auf der 3-Tages-Ansicht, was jetzt kurzfristig eben nochmal interessant wird, ist jetzt natürlich unter uns. Eventuell nochmal Long-Positionen, die noch weiter geschreddert werden. Aber wir haben hier jetzt erstmal einen großen Block rausgenommen auf dem Weg nach unten. Aber wenn wir uns die Monatsansicht anschauen, liebe Freunde, Vorsicht, Vorsicht, das ist immer das große Bild, was wenige zeigen oder wenige drauf eingehen. Seht euch mal an, was hier noch liegt. 700 Millionen, 1 Milliarde liegt hier sogar bei 61.750 und ja gut, sind wir noch ein Stückchen davon entfernt, aber da kann es eben nochmal richtig scheppern, Bitcoin hier sich nochmal das Low holen, die Long-Position auf dem Weg da unten nochmal ordentlich abkassiert werden, nochmal ordentlich Energie aufgesaugt wird, also das ist definitiv möglich. Aber wie gesagt, die 60.000 sind erstmal ein super, super starker Support, den sich Bitcoin hier über die letzten Monate erarbeitet hat. 28 der Fear and Greed Index und diese Zahl hat mich gleich getriggert. 28 Days later, irgendwie bin ich da drauf gekommen. War sofort in meinem Kopf, also nur mal so nebenbei. Ja, so what. Wir gehen weiter. Die Liquidierung, hier seht ihr, ist 500 Milliarden an Long-Positionen, die hier rausgekegelt wurden. Auch das erstmal wirklich sehr, sehr heftig. Natürlich ganz vorne mit dabei Binance, Hyperliquid, OKX. Krass, OKX einfach eine der Börsen mit der meisten Liquidität auch und da wird eben auch viel getradet, viel gehandelt, auch hier in Deutschland. Denkt bitte dran, nur noch bis 31.07. gibt es hier diesen Boni für euch, entweder 400 Euro in Bitcoin oder 8% auf jede Einzahlung. Lass dir das bitte durch den Kopf gehen. 8%. Wo bekommst du das? Ob auf Bitcoin, ob auf deine Euros, wenn du da 1.000 Euro einzahlst, bekommst du eben 80 Euro geschenkt.
Ja, wo gibt's das? Also das auf jeden Fall und ich denke, auch hier sollte man den Vergleich immer mal ziehen zu besseren Börsen, ähnlich wie man den Strompreis oder den Stromanbieter wechseln sollte, die Kfz-Versicherung, denke ich, lohnt sich das hier eben auch. XRP ist genauso abgestürzt, notiert bei seinem Jahrestief ungefähr bei 1,06 minus 4,6%. Da hat es halt eben auch ordentlich reingescheppert. Das 24-stündige Handelsvolumen ist dementsprechend auch etwas wieder nach oben gestiegen. Natürlich hier mit diesen, nennen wir es Liquidierung, Gewinnmitnahmen und XRP. Hier steht es auch nochmal beim Jahrestief. Wartet natürlich auch auf den Clarity Act, ja, auch wenn Ripple bzw. XRP den Clarity Act nicht wirklich braucht. Aber das Narrativ darum, das bindet sich ja da immer. Aber was ich sagen wollte, wichtiger ist es für den gesamten Kryptospace, für viele andere Kryptowährungen, die dann noch rumschweben wie freie Atome, wo es eben noch keine klare Zuordnung gibt, wer dafür zuständig ist oder eben auch nicht. Der Tagesverlust von 3,12% hat ordentlich reingehauen. Wie gesagt, die 1 US-Dollar-Marke, auch hier super starkes Fundament und ich glaube, wenn wir das auch mal unterschreiten, wird das super schnell gehen. Wenige Tage, vielleicht wenige Stunden, bis wir uns den 1 Dollar wieder zurückholen. Und ja, auch eben nochmal spannend, wie es hier heißt, jetzt natürlich mit diesem Kursrutscher nach unten im Kryptospace und morgen dann die Fed-Zinsentscheidung. Sollten wir da vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, könnte das auch nochmal tiefere Kurse bedeuten. Deshalb ist es schön, wenn es jetzt wieder ein bisschen nach oben geht, ein kleiner Puffer aufgebaut wird. Denn meist ist es so, wenn Kevin Warsh vor die Presse tritt und da nochmal den Zinsentscheid raushaut, geht es meist nach unten. Schaut euch mal die Kurse morgen an, vielleicht habe ich ja recht. Der Unmut über den Kanzler wächst und zwar ist es seine Personalrotation. Jetzt hat sich auch die Fraktion, die Landtagsfraktion aus Rheinland-Pfalz, die CDU, hier zu Wort gemeldet und hat einen vorher abgestimmten Termin im Kanzleramt abgesagt. Sie sind wirklich richtig, ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch, angepisst, was der Kanzler hier gemacht hat. Und ich lese euch mal aus diesem Brief vor. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, aufgrund der Ereignisse in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder haben wir uns nach internen Beratungen in der Fraktion dazu entschieden, von einem gemeinsamen Termin mit Ihnen, unserer Fraktion, Abstand zu nehmen. Patrick Schnieder steht für hohe fachliche Kompetenz, große persönliche Integrität und eine verlässliche politische Arbeit. Die Art und Weise, wie in den vergangenen Tagen mit ihm umgegangen wurde, ist für uns nur schwer nachvollziehbar. Ein persönlicher Austausch zwischen der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz und Ihnen setzt aus unserer Sicht, und jetzt hört zu, ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraus, was durch die aktuelle Situation so leider nicht gegeben ist. Dafür bitte ich Sie selbstverständlich für die CDU-Landtagsfraktion um Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Christoph Gentsch, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz. Bam, das sitzt doch erstmal, liebe Freunde, also meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis hier ja sich wirklich mal harter Widerstand regt. Aber die Frage ist doch dann, was passiert dann? Entweder wirklich Neuwahlen oder der Kanzler tritt zurück und dann kriegen wir Lars Klingbeil. Ja, jetzt nicht wirklich viel besser. Also, schwierig. Haut mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Was würdet ihr bevorzugen? Neuwahlen, bringt das wirklich was? Sicherlich für den einen oder anderen. Oder sagt ihr doch dann Kanzlerrotation, soll der Vizekanzler Lars Klingbeil übernehmen? Oder was wäre jetzt einfach das Beste für das Land? Die zweite Fraktion, die hier zerbricht innerhalb von wenigen Jahren, ist natürlich auch kein Aushängeschild. Aber Fakt ist auch, ich hätte nicht gedacht nach der letzten Regierung, dass es noch, da wünscht man sich die fast schon zurück, dass es noch schlimmer werden kann. Also wirklich, ja, krass, was hier los ist. Ihr bleibt alle schön gesund. Kommentar, Like, Abo. Wir haben es heute kurz und knapp zusammengefasst. Dafür hoffe ich auf euren Support. Auch die stillen Teilhaber dieses Kanals bitte ich doch, wenn es möglich ist, wenn ihr einen Kanal oder euch registriert habt bei YouTube, lasst ein Like da, ein Kommentar. Das unterstützt mich hier viel mehr, als ihr denkt, in diesen schwierigen Zeiten im Bärenmarkt. Ja, auch für mich. Ja, bleibt alle schön gesund. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Peace.